Herzliche Grüße hier aus meinem Atelier. Heute möchte ich dir gern einen weiteren Freund von mir vorstellen, meine Bleistiftzeichnung eines Kauzes. Los geht's. Ja, hier siehst du ihn bereits komplett eingerahmt, aber gleich erfährst du noch etwas über die Entstehungsgeschichte. Ja, er hängt hier zur Betrachtung in meinem Atelier mit den fluffigen Federn. Das amüsiert immer die Besucher, wenn sie reinkommen und sagen, da kann man ja reinpusten. Du siehst, die Zeichnung führe ich nur mit Bleistiften aus. Ja, hier bin ich schon mit den Details beschäftigt. Warum? Weil ich von den ganz frühen, also von der Entstehung der Zeichnung, relativ wenige Aufnahmen habe. Warum? Weil ich einfach total beschäftigt war beim Zeichnen und mit dem Aufbau. Denn das Wesentliche ist, erstmal die Symmetrie der Augen herzustellen. Ja, hier habe ich noch ein Anfangsbild für dich vorbereitet. Du siehst, wichtig ist erstmal die Proportion, also der Augenabstand, der Ausdruck der Augen, die Schnabellänge. Also, dass die Proportionen stimmen. Denn nur dann kann man Stück für Stück ins Detail einsteigen. Du siehst hier auch, ich arbeite mit einem Radierstift, man kann auch sagen zeichnen. Ja, deswegen habe ich den Besen zwischendurch, um immer wieder die losen Partikel abzunehmen, um dann wieder mit dem Bleistift weiter zeichnen zu können. Warum? Ganz einfach. Es gibt keinen weißen Bleistift und ich mache ja ausschließlich pure Bleistiftzeichnung. Ja? Und deswegen sind die feinen Härchen immer wieder rausradiert, um so wirklich eine 3D-Wirkung zu bekommen. Ja, du siehst, ich setze mich auf den Stuhl und zeichne, also nicht nur auf der Staffelei oder im Stehen, weil das Format ist einfach so groß, dass ich es praktisch nicht auf einen Tisch legen kann. Dann würde ich beispielsweise bei den Augen einfach nicht mehr rankommen. Ja. So, schauen wir uns eine weitere Detailaufnahme an hier. Hier zeichne ich an dem Gefieder und das war wirklich komplex. Insgesamt habe ich für die Zeichnung, glaube ich, um die 3 Monate gebraucht. Ja. Warum dauert das so lange? Weil ich immer wieder Schichten übereinander legen muss, um diesen fluffigen Effekt sozusagen hinzubekommen. Ja. Also ganz feine Härchen sozusagen. Immer wieder zeichnen, rausradieren, nochmal rüberlegen und irgendwann sagen dann die Besucher, die mich hier in meinem Atelier besuchen kommen, das habe ich ja auch geöffnet für Besucher an 2 Tagen in der Woche. Die Federn sind so, dass man reinfassen kann. Ja? Und das freut mich natürlich, das ist ein Kompliment für mich. Und mir geht es ja auch darum, die Zeichnung so lebendig wie möglich, also den Tieren eine Seele einzuhauchen. Ja? Und der Bartkauz ist ja die zweitgrößte Eule auf der Welt nach dem Uhu, also ein sehr schöner und präsenter Vogel. Ja. Ja, du siehst, auch mit feineren Pinseln geht es hier ran, um immer wieder Staub und möglichen Dreck abzunehmen. Und was ich auch gemerkt habe, dass es ganz wichtig ist, hier gute Bleistifte zu nehmen. Ja, es gibt auch, dass es mir am Anfang immer mal passiert, dass die Bleistifte kratzen. Ja, und bei so einer großen Zeichnung geht gar nicht. Was meine ich mit kratzen? Naja, dass das Papier halt verletzt wird. Ja, und diesen Schlitz, diesen oberflächlichen Schlitz kann man halt schwer schließen wieder, also schwer drüber zeichnen. Ja. Hier siehst du nochmal eine andere Perspektive und du siehst immer meinen Besen in der Hand. Natürlich habe ich hier wirklich zu tun mit Radieren. So, hier nochmal eine Gesamtansicht. Ich stehe in meinem Atelier und bin gerade beim Einrahmen. Hier ist es gerahmt in einem Objektrahmen, natürlich nicht mit echtem Glas, sondern mit Acrylglas, sonst würde das Ding sehr, sehr viel wiegen. Ja, so viel zu meiner Zeichnung, die Eule. Ich bedanke mich für dein Zuschauen und freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, und unten in der Beschreibung findest du weitere Infos zu meinen originalen Zeichnungen, aber auch zu meiner Akademie und zu meinen Zeichenkursen. Ja? Also, ich freue mich, wenn wir uns hier auf meinem Kanal Schmidt Zeichenwelt wiedersehen. Bedanke mich, und wenn du eine Frage hast oder eine Idee, schreib es mir gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.